Wir leben in einer Welt der Illusion. Eine der größten und gefährlichsten Illusionen ist die Annahme, dass die Weltordnung, so wie wir sie kennen, stabil ist. Wir sehen den Tanz der Giganten, Amerika hier, China dort. Wir sehen ihre wirtschaftliche Verflechtung, ihre gegenseitige Abhängigkeit, und wir wiegen uns in der trügerischen Sicherheit, dass dieser Status quo, dieses angespannte, aber doch irgendwie funktionierende Nebeneinander, ewig andauern wird. Wir glauben an die Macht des Handels, an die Vernunft der Eliten, an die Doktrin der gegenseitig zugesicherten Zerstörung. Nicht nur nuklear, sondern auch ökonomisch. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese Illusion gerade zerbricht? Was, wenn ich dir sage, dass die Geschichte uns lehrt, dass solche Phasen trügerischer Stabilität oft nur die Ruhe vor dem Sturm sind? Was, wenn ich dir sage, dass der Konflikt zwischen den USA und China längst begonnen hat? Ein stiller, unsichtbarer Krieg, der jeden Tag an Intensität gewinnt und jederzeit in eine offene Konfrontation eskalieren kann, die uns alle mit in den Abgrund reißt? Du denkst, das ist Panikmache, Schwarzmalerei? Dann hast du die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Dann hast du die Lektionen der Geschichte vergessen. Und dann bist du gefährlich unvorbereitet auf das, was kommt. Denn in dieser neuen, gefährlichen Welt reicht es nicht, nur auf das Beste zu hoffen. Du musst dich auf das Schlimmste vorbereiten. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Genau dieses System, wie du ein zweites wirtschaftliches Standbein außerhalb der Reichweite dieser geopolitischen Stürme errichtest, lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen. Und bei unserem nächsten Seminar haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der die geopolitischen Risiken kennt wie kaum ein anderer. Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du weißt, dass es einen Ausweg gibt, lass uns in die Abgründe dessen blicken, warum dieser Ausweg so dringend notwendig ist. Lass uns die Geschichte von Venedig betrachten. Ein Gleichnis für unsere Zeit. Vor über 1000 Jahren war Venedig das Amerika seiner Zeit. Eine Republik, aufgebaut auf wirtschaftlicher Freiheit, ein Magnet für Talente aus ganz Europa. Jeder, selbst ein armer Waisenjunge von der Insel Torcello, konnte durch harte Arbeit, Risikobereitschaft und kluge Verträge wie die Kommenda zu unermesslichem Reichtum gelangen. Venedig war ein Raketenschiff, während der Rest Europas im Staub des Feudalismus kroch. Es hatte eine stabile Währung, den goldenen Dukaten, der zur Reservewährung Europas wurde, und einen starken Rechtsstaat. Aber wie alle großen Zivilisationen erreichte Venedig seinen Höhepunkt und begann zu verfallen. Der Wagemut wich der Bequemlichkeit. Die reichen Familien investierten nicht mehr in riskante Handelsreisen, sondern in Kunst und Paläste. Eine festgefahrene politische Klasse klammerte sich an die Macht, wurde faul, inkompetent und führte die Republik langsam in den Ruin. Und während Venedig stagnierte, erhob sich am Horizont eine neue, aggressive Macht, das Osmanische Reich. Aus dem Nichts kommend eroberten die Osmanen rücksichtslos alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Sie waren nicht nur militärisch überlegen, sondern auch gerissene Händler, eine direkte Bedrohung für Venedigs Vormachtstellung. Es war der klassische Fall einer aufsteigenden Macht gegen eine absteigende Macht. Ein Krieg schien unausweichlich. Und ja, es gab Kriege, die osmanisch-venezianischen Kriege. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es waren fast immer extrem begrenzte Konflikte. Keine totalen Vernichtungskriege. Warum? Aus einem einfachen Grund: Handel. Beide Mächte wussten, dass sie wirtschaftlich voneinander abhingen. Eine Zerstörung des Gegners wäre selbstzerstörerisch gewesen. Sie führten kleine, begrenzte Kriege und trieben gleichzeitig weiter Handel. Erkennst du das Muster? Es ist das exakte Abbild des Konflikts zwischen den USA und China, der bereits seit Jahren schwelt. Ein Konflikt, der meist unterhalb der Schwelle des offenen Krieges geführt wird, weil beide Seiten noch voneinander abhängig sind. Aber lass dich nicht täuschen.
Dieser Konflikt ist real, er ist brutal und er eskaliert jeden Tag. Wir können die Cyberangriffe, die China gegen die USA und ihre Infrastruktur führt, kaum noch zählen. China kauft systematisch Land in den USA auf, um militärische Kapazitäten zu stationieren. Sie mischen sich in Wahlen ein. Sie stehlen geistiges Eigentum im Wert von Billionen. Sie überschwemmen die USA mit Fentanyl, das Hunderttausende Amerikaner tötet. Sie betreiben dreiste Spionage, bis hin zu Sexskandalen mit hochrangigen Politikern und Wirtschaftsführern. Und natürlich die Ballons, die über amerikanischen Militärbasen schwebten. Das ist kein kalter Krieg mehr. Das ist ein heißer Krieg, der mit verdeckten Mitteln geführt wird. Und er droht, jederzeit offen auszubrechen. Im Oktober 2025 stürzten 2 amerikanische Militärflugzeuge, ein Hubschrauber und ein Kampfjet, bei Routineoperationen im südchinesischen Meer ab. Angeblich gab es keine Toten. Aber die Navy schweigt zu den Details. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist es wieder die pure Inkompetenz der US-Marine, verursacht durch schlechte Ausbildung, oder DEI-Quoten, was peinlich genug wäre, direkt vor Chinas Haustür. Oder die weitaus finsterere Möglichkeit, die chinesische Marine hat die Flugzeuge gezielt zum Absturz gebracht. China setzt seine hochentwickelten U-Boote und seine Kapazitäten zur elektronischen Kriegsführung im südchinesischen Meer ein, um die globale Schifffahrt zu stören und die Region zu kontrollieren. Sie stören Radar-, Navigations- und Kommunikationssysteme ziviler Schiffe. Das US-Militär versucht, dagegen zu halten, U-Boote zu jagen, die Seehandelswege offen zu halten. Jeden Tag findet dort ein unsichtbarer Kampf statt. Und jetzt könnte eine rote Linie überschritten worden sein. Es ist absolut denkbar, dass Chinas Störaktionen die Flug- und Navigationssysteme der US-Flugzeuge lahmgelegt haben. Das wäre eine eklatante Eskalation, besonders kurz vor einem geplanten Treffen zwischen Trump und Xi. Auf Reddit und X explodieren die Spekulationen. 2 Abstürze an einem Tag? Routineoperation. Wer soll das glauben? China testet, wie weit sie gehen können. Ein anderer User schreibt, erst die Ballons, jetzt das. Das ist Salamitaktik. Sie schneiden sich Scheibe für Scheibe von Amerikas Macht ab und Washington tut nichts. Ein Ex-Militär kommentiert auf einem Forum, elektronische Kriegsführung ist real. Ein gezielter Jamming-Angriff kann ein modernes Flugzeug in einen fliegenden Ziegelstein verwandeln. Das war kein Unfall. Ein totaler Krieg ist immer noch unwahrscheinlich, weil China die USA wirtschaftlich noch braucht. Aber ist diese Annahme noch haltbar? Ist die wirtschaftliche Abhängigkeit wirklich eine Garantie gegen den Krieg? Oder ist sie nur eine Beruhigungspille für den Westen, während China seine militärische Überlegenheit ausbaut und auf den richtigen Moment wartet? Venedig und das Osmanische Reich haben uns gelehrt, wirtschaftliche Verflechtung verhindert nicht den Konflikt. Sie macht ihn nur komplexer, langwieriger, zermürbender. Sie führt zu begrenzten Kriegen, zu Stellvertreterkonflikten, zu einem permanenten Zustand der Instabilität. Und genau das erleben wir jetzt. Was bedeutet das für uns in Europa? Wir sind keine unbeteiligten Zuschauer. Wir sind direkt betroffen. Ein Cyberangriff auf die USA könnte auch unsere Systeme treffen. Eine Eskalation im südchinesischen Meer würde unsere Lieferketten zerreißen. Denk nur an die Halbleiter aus Taiwan. Ein Wirtschaftskrieg zwischen den Giganten würde uns in eine globale Depression stürzen. Und im schlimmsten Fall würden wir gezwungen, uns für eine Seite zu entscheiden und in einen Konflikt hineingezogen, der unsere Zivilisation zerstören könnte. Die Geschichte Venedigs ist eine Warnung. Sie zeigt, wie schnell eine große Macht durch Selbstzufriedenheit und innere Zerrissenheit untergehen kann. Sie zeigt, dass wirtschaftliche Stärke keine Garantie für Sicherheit ist. Und sie zeigt, dass die Annahme, der Status quo würde ewig andauern, der gefährlichste aller Irrtümer ist. Die Zeit, naiv zu sein, ist vorbei. Die Zeit zu glauben, dass uns irgendwie schon nichts passieren wird, ist vorbei. Die Weltordnung zerfällt vor unseren Augen. Und die Frage ist nicht, ob der Sturm kommt. Die Frage ist, ob du ein Rettungsboot hast. Einen funktionierenden Plan B. Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Denn die Zeit zu zögern ist vorbei. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.